Dario, 2, 2. Power Baby, liebe Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute ist der Sonntag, 29. Juni. 10:30 Uhr am Morgen haben wir. Heute ist Schweizer Meisterschaft in Zürich, Sprintdistanz, am 5 Uhr am Abend. Ich gehe jetzt noch kurz aufs Velo am Morgen, habe jetzt zum Morgen gegessen. Jetzt einfach noch kurz aufs Velo, so eine halbe Stunde einfach zum Bein vertreten. Ein bisschen, ja, fürs Gefühl auf dem Velo. Und dann geht es dann los um 1:30. Gehen wir los von da. Ja, um was geht es heute? Eben Schweizer Meisterschaft, Sprintdistanz. Es sind wirklich alle Leute dort von der Schweiz, die sehr, sehr gut sind. Also das Feld ist voll. Wir sind etwa, keine Ahnung, 35 Athleten, so 35, 40 Athleten oder so. Ich werde jedoch noch unter der U23-Wertung klassiert. Am Ende aber starten alle zusammen. Ja, was ist meine Taktik heute? Meine Taktik ist einfach eine durchgehen. Nein, ist noch ein bisschen mehr dahinter, aber mein Ziel ist eigentlich wirklich all in zu gehen. Auf dem Schwimmen und auf dem Velo. Und ich hoffe, dass ich im Schwimmen ja, ein paar Leute mitziehen kann, damit es eine Spitzengruppe gibt, die auch vorne ja, funktioniert. Das ist so der optimale Plan. Wenn das nicht aufgeht, gehe ich natürlich trotzdem all in. Vielleicht nicht ganz auf dem Velo, aber nachher sicher auf dem Laufen. Auf dem Velo werde ich dann ja, irgendwie, das hat ein paar U-Turns, ein paar gute Kurven, wo man wirklich auch gut raus beschleunigen kann. Und das werde ich ja, nutzen, weil ich bin ein starker Velofahrer. Und ja, das ist der heutige Plan. Wir werden sehen, wie es rauskommt. Ich bin auf jeden Fall ready für jedes Szenario. Ich bin topfit, gut erholt und parat zum Attackieren, parat zum Kämpfen. Ja, liebe Leute, also, wie gesagt, jetzt kurz aufs Velo und nachher geht es dann los. Also, Einlaufen ist vorbei. Noch ca. 45 Minuten bis zum Start. Jetzt noch ins Wasser. Gut kühlen wieder. Dann explodieren. Let's fucking go. Power baby! Power baby! Power baby! Yes! Power baby! Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, I think you got the gist. Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man, I think you got the gist. Couldn't ever flip it too hard, so I'm waiting for two. All these things blowing up my phone like, where are you? Only ever got time for one, that one's my boo. Cause the bam 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 Hey Dario! ain't just it. Hey Dario! Go go go! You're winning this race. Anna Dario, go go! Go go! Go go! Hey hey hey, I'ma spare you the pain. Keep this memory out your brain. Can we leave this drama for a different day? Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist.
Ende gefahren, dann wieder führen und im Laufen mein Rennen gemacht. Ist aber okay. So, liebe Leute, also ich bin jetzt wieder daheim in meinen eigenen 4 Wänden. Es war ein erfolgreicher Tag, ein erfolgreiches Rennen. Ich nehme euch jetzt mal kurz durch mein Rennen durch. Und zwar, Vorbereitung ist alles gut gegangen. Habe auch noch sehr lange kühl bleiben aufgrund von der Kühlweste von meinem Trainer. Danke an das. Es ist aber recht schnell zu und her gegangen. Also beim Schwimmen bin ich leider alleine gewesen. Ich habe mir erhofft, dass vielleicht 1-2 Leute bei mir in den Füßen mitschwimmen können. Ich habe dann aber ziemlich schnell eine Lücke gerissen. Und habe dann eigentlich auch entschieden, vielleicht war es so ein bisschen eine Fehlentscheidung gewesen. Ich habe den ein bisschen rausgenommen. Ich bin dann etwa mit 20 Sekunden mit 20 Sekunden Abstand aus dem Wasser rausgekommen. Ich hätte definitiv noch ein bisschen mehr pushen, aber ich habe einfach gedacht, es bringt jetzt auch nichts, wenn niemand hinter mir ist. Oder? Ich habe mir dann eher überlegt, auf dem Velo direkt die ersten paar Minuten zu drücken. Auf jeden Fall bin ich als Erster in der Wechselzone gewesen, als Erster aus der Wechselzone, alles sehr solid. Nachher aufs Velo. Und dann sind wir am Anfang etwa so eine 6er-Gruppe gewesen. Die hat aber nicht perfekt funktioniert, weil einfach nur etwa die Hälfte arbeiten wollte. Es war schade gewesen. Auf dem flachen Kurs war es sowieso schwierig gewesen, wegzubleiben. Und dann ziemlich schnell nach der ersten Runde ist dann die hintere Gruppe gekommen. Ja, weil wir nicht gefahren sind, und die sind hinten halt gefahren. Und dann bringst du halt eine Lücke, ich sage mal, das war etwa so vielleicht 10 Sekunden gewesen, recht schnell zu. Ich habe aber schon im Kopf gehabt, dass ich probiere sicher ausattackieren, weil sonst die hintere Gruppe kommt eh nicht, also muss ich es probieren. Und dann habe ich 2 angestupst in der Gruppe und habe gesagt, nach dem U-Turn gehen wir. Nach dem U-Turn in der Mitte von der zweiten Runde haben wir dann voll attackiert, wirklich voll. So richtig aufs Pedal gedrückt, haben eine Lücke gerissen von 5 Meter. Und die ist schon ziemlich heftig. Also wir sind sehr, sehr heftig auf dem Pedal gestanden. Und dann haben sie zugetan. Und dann war halt okay, wenn sie die zutun, dann wird es schwierig. Auf diesem Kurs war es so ein schneller, flacher Kurs gewesen. Das ist so schwierig, da etwas zu bewirken. Vor allem, wenn die hinten halt aufmerksam sind und gerade nachführen und sich einig sind. Ja, und dann habe ich ein bisschen meine Energie gespart, weil ich einfach gewusst habe, es bringt jetzt echt nichts, da noch attackieren. Bin nachher wieder vorgefahren, kurz vor der Wechselzone, was wirklich super war. Ich habe meine Position auch verteidigt, also habe geschaut, dass ich wirklich vorne bleibe. Kurz vor der Wechselzone wird immer sehr hektisch, wenn alle natürlich führen. Dann muss man seine Position verteidigen. Da werden nochmal gut die Ellbogen ausgefahren. Auf jeden Fall bin ich dann so etwas 4. Position in die Westzone rein. Es ist brutal hektisch geworden. Also da hast, wenn wir sind vielleicht eine 20er-Gruppe gewesen, 15 oder 20er-Gruppe. Und wenn du als 20. reinkommst, ist gerade mal 20 Sekunden plus. Das ist krass. Und die willst du nicht, die brauchst du nicht. Und bin dann eben weit vorne rein, weit vorne raus, alles solid. Und dann auf dem Laufen habe ich mein Rennen einfach gemacht. Ich habe gewusst, es ist brutal heiß. Ich habe dann auch erwartet, dass es eigentlich Wasser gibt. Hat es leider nicht gegeben auf dieser 5 Kilometer Strecke. Das war ein Minuspunkt an der Organisation. Das ist wirklich schade. Eigentlich. Bei solchen Rennen gibt es eigentlich immer Wasser, vor allem bei 33 Grad. Das war brutal, aber ich habe es dann akzeptiert und habe dann einen Weg gefunden, das von meinem Hirn zu löschen, und bin dann einfach gesäckelt. Und auf der zweiten Runde bin ich auch ein bisschen besser in den Rhythmus reingekommen. Die erste Runde war ein bisschen holprig, aber nachher immer besser reingekommen. Und dann der 12. Rang overall und der 3. Rang U23 eingebracht. Also das erste Podest an einer Schweizmeisterschaft in der Kategorie U23. Jetzt ist natürlich die Frage, bin ich zufrieden mit meinem Rennen, weil ich habe gesagt, ich will besser sein
und bin vom Resultat her im Vergleich zu letztes Jahr nicht besser gewesen, insgesamt. Ja, es ist aber gar nicht vergleichbar, weil ja, andere Voraussetzungen, anderes Rennen, natürlich ein Rennformat, letztes Jahr super Sprintformat, dieses Jahr Sprintformat, von dem her kann man das gar nicht vergleichen. Ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit meinem Rennen, weil ich habe wirklich das Optimale rausgeholt. Das Einzige, was ich mich fragen kann, ist einfach, ja, hätte ich vielleicht nicht sollen im Schwimmen durchziehen und noch eine grössere Lücke machen, weil dann vielleicht ja, vorher besser gelaufen wäre. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden in den nächsten paar Rennen, aber ja, ich muss sagen, dass ich mein persönliches Rennen gewonnen habe, weil ja, ich habe probiert, ich habe attackiert, ich bin gut gelaufen, ich habe gekämpft, ja, im Ziel wieder mal übergeben. Aber es war mir nicht schlecht gewesen. Ich bin nicht überhitzt gewesen. Ich habe mich einfach, ja, es ist einfach über mein Limit gegangen in dieser Temperatur. Also nicht überhitzt in dem Sinn, dass ich bin nicht langsamer geworden aufgrund von der Hitze. Ich war wahrscheinlich schon überhitzt gewesen. Aber ja, deswegen, ich habe wirklich alles auf dieser Strecke gelassen. Ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe ein gutes Rennen gezeigt und bin zufrieden mit meinem Rennen. Ja, jetzt gibt es ja, einen kurzen Break. Nachher wieder eine lange Trainingsphase und dann im Oktober wieder die nächsten Rennen, aber das erfahrt ihr in den nächsten Videos. In dem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für eure Unterstützung. Ich bin sehr dankbar für jede einzelne Person, die das Video schaut. Ich danke allen, die mich angeführt haben an der Strecke. Und ja, grossen Dank an meine Familie, an meine Kollegen mit ihrem geilen T-Shirt. Und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt und meine Reise ganz an die Spitze verfolgen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und gebt ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Immer schön sexy bleiben.